Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Spiegelkerpfling vor, der auch Plati genannt wird. Er ist einer der beliebtesten Aquariumfische und soll in Deutschland schon 1907 eingeführt worden sein. Er gilt als ein besonders für Anfänger geeigneter Fisch. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Der wissenschaftliche Name für den Spiegelkerpfling ist Xiphophorus maculatus, also der gefleckte Xiphophorus. Der in Deutschland übliche Name Plati kommt von seinem alten Gattungsnamen Platipoecilius, also Breitkerpfling. Er stammt aus der Familie der lebendgebärenden Zahnkarpfen und die Urform stammt aus Mittelamerika, genauer gesagt aus Mexiko und Honduras, aber er soll auch in Belize und Guatemala vorkommen. Inzwischen hat er sich aber als invasive Spezie über mehrere Länder der Welt verteilt. Der Spiegelkerpfling kommt in langsam fließenden Flüssen des mittelamerikanischen Hochlands vor. Er zieht dort Bereiche mit natürlicher Struktur vor, also mit Wasserpflanzen und mit Überwasserpflanzen, die ins Wasser ragen. Er soll aber auch in großen Fließgewässern nahe der Küsten leben und dort bevorzugt in flachen Teichen und Tümpeln, die mit diesen verbunden sind. In der Natur soll das Wasser in seinem Lebensraum ca. 18 bis 25 Grad und einen pH-Wert von 7 bis 8 aufweisen. Der Plati wird in vielen verschiedenen Zuchtformen angeboten, von denen ich einige hier im Video zeigen werde. Da er relativ leicht nachzuzüchten ist und dies in großem Stil zum Beispiel in Thailand und Sri Lanka betrieben wird, sind kaum noch Wildfänge erhältlich. In der Natur soll er meist in gelblich-grauer Farbgebung zu finden sein, aber auch rote oder orange Exemplare sollen vorkommen. Der Körper des Plati wirkt gedrungen und er hat einen hohen Rücken. Die Weibchen sollen eine Länge von 3 bis 5 cm erreichen und sind insgesamt etwas fülliger als die 2 bis 4 cm langen Männchen. Diese sind meist intensiver gefärbt und sind vom Weibchen noch durch das Gonopodium, welches zur Befruchtung dient, zu unterscheiden. Das maximale Lebensalter wird bei guter Haltung in verschiedenen Quellen mit 3 bis 5 Jahren angegeben. Die Haltung im Aquarium ist relativ einfach, denn der Plati soll Wasserwerte vertragen, wie sie in Deutschland meist schon aus der Leitung kommen. Die meisten Quellen sprechen von einem pH zwischen 7 und 8 und einem GH von 12 bis 18. Der Plati soll nicht zu warm gehalten werden, was man bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen beachten muss. Er soll sich bei Wassertemperaturen zwischen 20 und 25 Grad am wohlsten fühlen, braucht also, wenn die Zimmertemperatur in diesem Bereich liegt, nicht zwingend einen Heizer. Der Spiegelkerpfling ist Allesfresser. In der Natur soll er sich von Kleinstlebewesen und von Insekten ernähren, die ins Wasser fallen. Aber auch Algen stehen auf seinem Speiseplan, worauf man sich im Aquarium aber nicht verlassen kann, da er nicht alle Arten frisst. Dort nimmt er gerne Zyklops, Wasserflöhe und Artemia an, aber auch Trockenfutter wird gefressen. Der Plati soll ein recht sozialer Gruppenfisch sein, sollte also nicht alleine gehalten werden. Er zeigt allerdings auch Revierverhalten und man sollte auf das richtige Verhältnis von Männchen und Weibchen achten, da es bei zu vielen Männchen zu sehr starkem Balzverhalten kommen kann, was die Weibchen stark unter Druck setzen kann. Auch nur 2 Männchen zu halten gilt als ungünstig, da das schwächere vom stärkeren Männchen oft so massiv bedrängt wird, dass es sich nicht mehr frei bewegen kann. Optimal gilt daher ein Weibchenüberschuss, das heißt ein Männchen und mindestens 3 Weibchen, besser aber eine Gruppe von 2 bis 3 Männchen und mindestens 5 Weibchen. Bei dieser Zusammensetzung stellt sich dann schon meist bald Nachwuchs ein. Platis sind sehr fruchtbar und dazu noch lebendgebärend. Die Fische sollen schon nach ca. 4 Monaten geschlechtsreif sein. Das Männchen treibt das Weibchen durchs Aquarium und dieses lässt sich dann nach einiger Zeit begatten. Dazu nutzt das Männchen das Gonopodium. Die Spermien sind noch einige Zeit im Weibchen fruchtbar und so können auch später noch Eier befruchtet werden, selbst wenn man Männchen und Weibchen getrennt hat. Nach ca. 24 Tagen werden dann die Jungfische scheinbar lebend geboren. In Wirklichkeit platzen aber die Eier im Moment der Geburt. Die bis zu 80 Jungen können kurz darauf schon fressen und frei schwimmen, haben also keinen Dottersack. Das Aquarium sollte für diesen schwimmfreudigen Gruppenfisch nicht zu klein gewählt werden, besonders wenn man noch andere Arten darin halten will.
Becken ab 80 cm Kantenlänge gelten als optimal, größer ist wie immer besser. Um Weibchen und schwächeren Männchen Rückzugsorte zu bieten, sollte es im Aquarium dicht bepflanzte Bereiche geben, aber auch an genügend Schwimmraum ist zu denken. Der Plati mag starke Strömung nicht so gern. Er soll mit vielen anderen Aquarienfischen vergesellschaftet werden können, wenn diese es auch nicht ganz so warm mögen und nicht so dominant sind bzw. kein starkes Revierverhalten zeigen. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir eine Gruppe Platis für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.